Hallo zusammen, ich bin hier drin in CapCut. Ich hatte seit längerer Zeitraum, also seit längerer Zeit das Problem, wie ändere ich einen Hintergrund oder wie tausche ich den aus, dass der Vordergrund trotz alledem transparent bestehen bleibt. Ich habe bei YouTube viele Videos angeguckt mit Masken und ich habe das nie kapiert, bin ich ehrlich. Entweder war ich zu blöd dazu, das zu verstehen, oder die Erklärungen sind so schwammig, ja, dass ich das gar nicht verstehen konnte. Wie hat man dann in der Schule gesagt? Nein, ich bin nicht zu blöd, der Lehrer kann nicht erklären. Mag sein, wollen wir mal nicht ganz beiseite schieben. Viele Videos sind auch auf Englisch. Ja gut, da schaut man mehr die Klicks, wo klickt er ja jetzt oder was macht das und jenes und. Und die auf Deutschen, die waren mir so kurz, nur kurz mal drauf eingegangen und dann so schnell klick, klick, klick. Ja Mann, das habt ihr alle selbst durch. Mir ging es darum, ich wollte diesen Hintergrund nicht weghaben. Ich wollte den so transparent hinkriegen, dass ich diesen Jupiter, der dreht sich, also ein bewegten Hintergrund, nicht wie bei GIMP ein Bildhintergrund ausschneiden, hier ausschneiden, einen Hintergrund reinsetzen, also immer auf ein neues Bild. Das ist ja zu einfach, das kriegt man ja hin. Aber aus einem Video mit einem Videoschnittprogramm, CapCut, kostenlos, ohne diese kostenpflichtigen Buttons oder zu benutzen. So, und das habe ich jetzt einfach mal selbst probiert. Das eine Video in CapCut, das ist okay gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier jetzt so schnell finde. Kann ich euch ja nur mal zeigen. Dann würdet ihr das euch ja vielleicht mal selbst angucken. CapCut. Wenn man was sucht, findet man natürlich nichts. Ansonsten schmeißt YouTube einen das immer rein, weil man das ja mal angeklickt hatte. Ne? Aber wie auch immer, das kennt ihr bestimmt, wo geteilt war hier und dann hier das hier. Das meine ich. Das sieht doch echt gut aus, oder? Diesen Hintergrund statt hier diesen linken, den linken. So, das hat er so erklärt, ja gut und schön. Ich war höchstwahrscheinlich zu blöd, um das zu verstehen. Bloß auf seinem Clip habe ich gesehen, er hat die untere Ebene auf die oberste gelegt und das geht ja nicht. Immer Sandwich. Das ist Toaststulle unten vom Sandwich. Das ist die Hauptspur. Wenn ich da jetzt eine raufpacke, verdeckt diese. Dann kann diese untere, die obere Spur nicht als Maske benutzt werden. Das geht gar nicht. Und das hat mich verwirrt und damit, ich habe das nicht hingekriegt. So, aber Nummer eins, kurz. Ich benutze die CapCut-Version, Moment, schreibe ich auch in der Artikelbeschreibung, 4.6.0.1754. Das ist eine ältere Version. Da geht mir CapCut nicht auf den Kranz wegen Wasserzeichen. Erstmal überhaupt ein Wasserzeichen einzufügen und zweitens, wenn die Frage kommt, wir legen ein Wasserzeichen drauf, wo möchtest du das hinhaben? Links, rechts, in der Mitte? Nein, hier passiert gar nichts und das ist auch gut so. Die neueste Version von 6.2.0, schieß mich tot, da schmeißen sie das Wasserzeichen mitten ins Video. Also das geht immer mehr dahin auf diesen Kaufzwang. Deswegen habe ich mir diese Version runtergeladen mal und ich habe damit kein Problem. Ist fast die älteste Version, aber das reicht für mich, um Animationen zu erstellen. So, diese Rede hat jetzt länger gedauert als diese ganze Bearbeitung. Passt auf. So, diese Masken habe ich schon aufgemacht. Das wäre dann hier, wenn hier Video, ne, ihr fügt jetzt ein, das muss ich euch nicht erklären nochmal, legt das natürlich auf diese erste Spur rauf, auf die Hauptspur. So, und dann könnt ihr hier auf Maske gehen. Kein Problem. So, erste Toaststuhle ist belegt. Jetzt legen wir die Käsescheibe rauf. Dieser Hintergrund nämlich soll diesen hier nicht abdecken, er soll sich dahinter legen. Also wie machen wir das jetzt? Habe ich mich immer gefragt. Erstmal schiebe ich mal hoch, damit ihr das seht. Ne? Also dieser dunkle,
Das Problem ist oft gewesen, der dunkle Hintergrund schimmert hier trotz alledem zu doll durch und diese Kante habe ich immer irgendwo hier rum, wo schon sehen. Manchmal verzweifelt man bald, aber dann macht man sich einen Kaffee, setzt sich hin, überdenkt nochmal die Sache. Es sind ja nur 3 Ebenen, das kann doch nicht so schwierig sein. Gut, also ich schiebe sie hier nach oben. Dann drehe ich die Suppe hier an diesem Rad. Warum ich die jetzt drehe, ja, fragt mich nicht, warum ich die drehe. Ihr könnt es auch hier nehmen und drehen. Ich schiebe jetzt, weil dieser kleine Baum im Wachsstadium, diese Büsche, hier, Türme, das soll ja erhalten bleiben. Das soll ja nicht weg, bedeckt werden. Ja, da kann jeder, ne? Dann ziehst du runter, speicherst ab und fertig, Punkt. Nein, das will ich ja transparent hier durchsehen, den Jupiter dann. So, also ziehen wir uns das erstmal runter, bis, sag ich mal, hier ungefähr hin, dass der Busch, die Bäume, die Stadt, alles noch zu sehen ist. Gerald wird jetzt ein bisschen halbiert. So, jetzt haben wir hier natürlich noch so einen Streifen, da vergrößern wir dann einfach das Ding mal so. Das sind eher diese kleinen Feinarbeiten, die könnt ihr alle selbst nochmal ausprobieren. So lassen wir das jetzt mal. Ne? Sieht das schon mal gut aus, ne? Speichern wir ab und dann, der dreht sich, Gerald ist nicht zu sehen. Alles schick. Nein, das wollen wir so nicht haben. So, dann nehmen wir jetzt auf der dritten Ebene oben, kommt jetzt die zweite Toaststulle rauf. Also wir mögen es ein bisschen Fast Food, ne? Nicht so viel Gatsch. Ja, okay, Tomaten könnten noch rauf, aber ist egal. Wie gesagt, Sandwich, ne? Toast, Käseschnitte, Toast. So, der bedeckt jetzt nämlich immer alles von unten nach oben. Ist immer die oberste Spur, die ihr seht. Das ist jetzt die unterste. Den mussten wir hier natürlich auf die unterste legen und jetzt kommt die oben rauf. So, was passiert jetzt mit dem Zeug hier? Jetzt habe ich mir gedacht, ja, gut, was mache ich jetzt damit? Der verdeckt ja wieder alles. Dann gehen wir jetzt rechts hier. Video habt ihr aufgelassen. Ihr müsst nicht rumklicken wie die in vielen Videos. Lasst das Zeug auf. Ihr kommt da automatisch hin. So, dann geht ihr auf Maske und die oberste wird ja dann zur Maske gemacht. Weil nur die oberste kann auf die unterste raufgelegt werden, nicht umgedreht, wie ich im anderen Video gesehen habe. Den brauchen wir. Maske. So, seht ihr? Jetzt haben wir diese 3 Schnittpunkte nämlich. Jetzt, das ist die oberste hier, das ist die mittlere, das ist die unterste. Ihr merkt schon, das passt ungefähr, ne? Jetzt drehen wir hier wieder. Ob ich jetzt diesen Winkel hinbekomme, ja, Mann, das ist doch alles näher dahingestellt irgendwo, ne? Drehen wir das wieder so rein, passt, ne? Ungefähr. Kann man ja so sehen. Diese Feinarbeiten macht er ja alle selbst. Jetzt würde das auch schon wieder gehen. Jetzt haben wir Gerald schon mal ein bisschen was draufgesetzt von seinem Torso und seinem Kopf. Und der Baum ist auch schon wieder fast da, die Büsche, die Türme sieht man schon wieder. Gut, reicht ja noch nicht aus. Jetzt geht ihr auf diese Linie hier nur. Nicht da, sondern nur auf diese Linie. Und halt, stopp. Und zieht das hoch. Soweit ihr wollt. Bis der Baum wieder zu sehen ist. Das ist der ausschlaggebend. Gerald ist automatisch, weil das sitzt ja alles da runter. Der Baum soll ja wieder zu sehen sein. Reicht, ne? Sieht doch gut aus. Jetzt kommt der 4. Abschnitt. Jetzt geht er auf diese Doppelfall und zieht den sanft runter. So federt er unten aus. Ihr könntet das hier auch machen, aber ich nehme das. Ihr seht hier, ne? Links, rechts, verdunkelt, hält ein bisschen auf. Jetzt liegt es an euch, wie wollt ihr? Wollt ihr das natürlich ein bisschen dunkler haben oben, damit der Jupiter in seinem Element ein bisschen bleibt, in seinem Hintergrund? Aber das würde ja nicht passen. Das wären ja 2 verschiedene, ja, würde nicht hinhauen, ne? Also ziehe ich das so alles ein bisschen runter, damit der ganze Himmel ein bisschen eine gleiche Dunkelheit, Helligkeit bekommt und reicht mir. So, wenn man jetzt abspielt, funktioniert, ne? Die Wolken laufen vor, das sitzt ein bisschen dahinter.
Sein Sternbild bewegt sich mit, diese Wolken. Der Baum hier, ne, wenn ihr nochmal gucken wollt. Es verschiebt sich nichts, es liegt nichts jetzt parallel links, rechts, da. Bleibt alles, wo es ist. Jetzt habe ich gedacht, das sieht so grieselig hier ja aus jetzt. Passt das überhaupt auch als Video nachher? Ja, dann speichern wir ab und schauen uns den Clip dann auf VLC-Player an. So, dann machen wir dann einfach 2, weil 1 hatte ich gemacht. Das dauert ja nicht lange, ist ja nur ein kleiner Clip. So, dann geht ihr raus. Hier ist er. Aufmachen. Ich ziehe das dann immer rein. Das habt ihr ja auch bei euch, wo ihr diese Ordner alle wollt. So, das ist jetzt der Clip und den schauen wir uns jetzt einfach mal an. So ist ein bisschen größer, sieht man besser. Ne? Funktioniert doch, oder? Gibt es da ein Problem? Das fügt sich sogar bald ein. Helligkeit, Dunkelheit, Vordergrund, bisschen dunkel. Das müsst ihr sehen. Welchen Grundclip nehmt ihr auf und was passt da ein bisschen dahinter? Natürlich könnte man die ganze Suppe hier abschneiden, damit man hier von diesem The Witcher 3 diese Minikarte Lebenspark nicht sieht. Aber das macht ihr ja, wie ihr wollt. Aber ich habe jetzt versucht, vielleicht verständlich sogar rübergebracht, wie man den Hintergrund ganz einfach austauscht. Ohne Pro-Version, kein Cent bezahlen und. Und wenn ihr diesen Clip wieder reinladet bei CapCut, könnt ihr den ein bisschen aufhellen, ein bisschen abdunkeln noch. Das könnt ihr doch da machen, wie ihr wollt. So, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Dann freut es mich, wenn ich euch helfen konnte. Bis zum nächsten Video. Tschüss.